Wenn du einen Speicher für deine PV-Anlage auswählst, bekommst du fast immer eine sehr einfache Empfehlung. 10 Kilowatt Peak Solarmodule und dazu 10 Kilowattstunden Speicher. Das klingt logisch und genau so läuft es in sehr vielen Projekten. Aber hier kommt der wichtige Punkt. Je nach Haus und je nach Verbrauchsprofil kann diese Faustregel entweder völlig in Ordnung sein oder ein teurer Fehler. Und der Unterschied sind schnell ein paar tausend Euro. In den letzten Jahren habe ich hunderte solcher Projekte gesehen, von unterschiedlichen Firmen. Und fast überall kam derselbe Ansatz vor. Wichtig vorweg, das ist kein Betrug und keine Masche. Es ist ein vereinfachtes Modell, das für schnelle Berechnungen und Standardfälle sehr praktisch ist. Aber das Problem liegt woanders. Die Speichergröße ist nicht eine Formel und nicht eine Zahl. Hier gibt es keine schnelle Antwort in 30 Sekunden. Deshalb mache ich eine Videoreihe über die Logik hinter der Speicherwahl, Schritt für Schritt, mit Zahlen, mit Verständnis. Das hier ist der erste Teil. Und wenn du bis zum Ende dran bleibst, kannst du am Ende nicht nur verstehen, sondern eine Lösung berechnen, die wirklich Sinn macht für dein konkretes Haus. In diesem Video schauen wir zuerst, woher diese einfache Faustregel überhaupt kommt, warum sie so oft verwendet wird und welche anderen Ansätze man in der Praxis findet. Also die Dinge, über die man in YouTube-Videos, in Foren und in Kommentaren immer wieder stolpert. Wenn man viele Angebote machen muss, braucht man einfache Regeln. Verkäufer müssen schnell rechnen, Angebote vergleichen und mit dem Massenmarkt arbeiten. Die Formel 10 Kilowatt Peak gleich 10 Kilowattstunden Speicher ist dafür sehr praktisch. Sie ist leicht zu merken, leicht zu erklären und leicht ins Angebot einzubauen. Sie vereinfacht den gesamten Prozess. Und in vielen Projekten endet die Berechnung genau an dieser Stelle. Das erste, was dir viele Installateure sagen, schau dir deinen Nachverbrauch an. Die Logik ist simpel. Abends Zählerstand notieren, morgens nochmal. Die Differenz, das ist die Basis für die Speichergröße. Der Speicher soll die Nacht abdecken. Klingt vernünftig. Aber hier gibt es ein Problem, über das kaum jemand spricht. Denk mal darüber nach. Was ist eigentlich Nacht im Winter? Im Dezember in Deutschland geht die Sonne gegen 4 Uhr nachmittags unter. Alles, was du von 16 Uhr bis morgens um 8 verbrauchst, zählt schon als Nacht. Das sind 16 Stunden. Im Sommer sieht das ganz anders aus. Die Sonne scheint bis 8 oder 9 Uhr abends. Abendessen, Waschmaschine, Fernseher, vieles läuft noch mit direkter PV-Erzeugung. Die Nacht schrumpft auf 5 oder 6 Stunden. Das heißt, die Zahl, die du mit dieser Methode bekommst, kann sich je nach Jahreszeit fast verdoppeln. Und jetzt die Frage, an welcher Nacht willst du dich orientieren? Aber selbst das ist nicht das Hauptproblem. Diese Methode schaut nur auf den Verbrauch. Ein Speicher arbeitet aber nicht von Verbrauch, sondern von Überschuss. Wenn die Anlage tagsüber weniger produziert, als du verbrauchst, gibt es keinen Überschuss. Und ohne Überschuss kann der Speicher nichts laden. Im Winter kann eine 10 kW Peak Anlage an einem trüben Tag nur 1 oder 2 Kilowattstunden liefern. Wenn dein Haus tagsüber 3 oder 4 verbraucht, bleibt genau 0 übrig. Der Speicher steht leer. Und nach der Nachtverbrauchlogik hättest du vielleicht 10 Kilowattstunden Kapazität gekauft. Genau deshalb wird diese Methode logisch, beantwortet aber nicht die entscheidende Frage: Wie viel Energie steht im System überhaupt zur Verfügung? Es gibt auch einen deutlich fundierteren Ansatz. Die HTW Berlin hat im Rahmen ihres Projekts Stromspeicherinspektion ein wichtiges Prinzip formuliert. Für jede PV-Anlage gibt es eine sinnvolle obere Grenze für die Speichergröße. Nicht die perfekte Größe, sondern eine Grenze, ab der jede zusätzliche Kilowattstunde immer weniger realen Nutzen bringt. Ich zeige das kurz an einer einfachen Kurve. Schau dir die Kurve an. Am Anfang erhöht eine kleine Speicher den Eigenverbrauch deutlich.
Du speicherst den Tagesüberschuss und nutzt ihn abends. Der Effekt ist klar sichtbar, aber je größer der Speicher wird, desto flächer wird die Kurve. Jede zusätzliche Kilowattstunde bringt weniger zusätzlichen Effekt. Irgendwann zahlst du höhere Kapazität, die über weite Teile des Jahres gar nicht voll genutzt wird. Genau das bezeichnet die HTV als sinnvolle Obergrenze. Die Tabelle der HTV basiert auf zwei Parametern: der PV-Leistung und dem jährlichen Stromverbrauch des Hauses. Nehmen wir ein Beispiel: 10 Kilowatt Peak PV, 4000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Laut HTV liegt der sinnvolle Obergrenze bei rund 6 Kilowattstunden. Alles darüber bedeutet, du zahlst mehr, aber der zusätzliche Nutzen bleibt gering. Das ist eine starke Methodik. Sie schützt vor grober Überdimensionierung. Aber man muss auch verstehen, es ist ein allgemeiner Richtwert. Er basiert auf zwei Durchschnittszahlen. Die Tabelle kennt dein Dach nicht. Sie kennt deine Ausrichtung nicht. Sie weiß nicht, wann du zu Hause bist. Sie zeigt eine Grenze, aber sie zeigt nicht, wo genau du auf dieser Kurve stehst. Und um diesen Punkt zu finden, muss man das konkrete Haus berechnen. Also, was haben wir gesehen? Einfache Methoden, Nachverbrauch oder feste Faustformeln ignorieren einen entscheidenden Punkt, den tatsächlichen PV-Überschuss. Die HTW gibt eine sinnvolle Obergrenze vor, aber auch das bleibt ein allgemeines Modell. Wenn wir von einem allgemeinen Modell zu einem konkreten Haus kommen wollen, brauchen wir zwei Profile. Das erste: wann und wie viel verbraucht das Haus? Nicht als Jahreszahl, sondern stundenweise. Das zweite: wann und wie viel erzeugt genau deine PV-Anlage mit deinem Standort, deiner Ausrichtung, deinem Dachwinkel. Und erst wenn diese beiden Profile übereinander gelegt werden, entsteht ein echter, belastbarer Speicherberechnungsansatz. Genau das schauen wir uns im nächsten Video an. Ich zeige dir das Standardlastprofil BDW H25, woher es kommt und warum es in Berechnungen verwendet wird. Und danach holen wir reale Ertragsdaten aus PV-GIS für eine konkrete Adresse. Wenn wir diese beiden Profile zusammenführen, haben wir eine echte Grundlage für eine fundierte Entscheidung. Nicht geschätzt, nicht vereinfacht, sondern gerechnet. Im nächsten Teil steigen wir genau dort ein. Und dann beginnt die eigentliche Modellierung. Ich zeige Zahlen, keine Versprechen.